Im letzten Video sind wir mit dem Zug durch die kasachische Wüste bis nach Usbekistan gefahren. Es kann endlich losgehen. Wir sind in Zentralasien. Hallo. Uns ist auch aufgefallen, dass die Menschen hier ganz anders aussehen wie in Kirgisistan. Also in Kirgisistan sehen die sehr mongolisch aus, würde ich sagen, oder? Ja. Und hier sehen sie wieder Bisschen indisch, sowas. indisch, iranisch. Also da ist jetzt wieder so ein bisschen mehr. Landnummer 21. Krass. Jetzt sind wir in Tadschikistan. Darauf freue ich mich persönlich absolut. Und ich habe Angst. Du hast Angst. Wir haben was ziemlich Verrücktes vor. Das wird so cool. Tadschikistan wird so cool und die nächsten Länder auch. Also ab jetzt kommen meine Lieblinge. Aber ja, ich muss die Erwartung ein bisschen runterschrauben, dann wird es immer noch cooler. Und wir haben gleich mal einen tadschikischen Radfahrer getroffen. Welcome to Tajikistan. Thank you. Welcome to me, Tajikistan. Der düst jetzt in 2 Tagen nach Dushanbe. Wir brauchen 5 oder 6 Tage. Und ja, der will jetzt unbedingt mitfahren. Aber der ist uns einfach zu schnell. Wird er aber gleich merken, was wir für Schnarchnasen sind. So, wir sind seit Ewigkeiten mal wieder auf Schlafplatzsuche. Die erste jetzt in Tadschikistan. Gucken wir mal, was wir finden. Wir freuen uns drauf, endlich mal wieder im Zelt zu schlafen. Die gucken alle, die Feldarbeiter, als hätten sie noch nie einen Radfahrer gesehen. Das ist gerade ein bisschen komisch. Da vorne ist der Fluss. Was machen wir am ersten Tag? So geil, da kommt gerade jemand aus diesem Birnenbusch raus, hat uns hier 6 große Birnen geschenkt. Und er kommt so, sprechen Sie Deutsch? Und wir so, was? Ja. Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Wow. Was? Hallo, vielen Dank. Hallo. Ich war richtig erschrocken. Alter. Ja. Er konnte ein paar Worte Deutsch, aber ich dachte erst, er ist halt irgendein Deutscher oder so. Aber es war gerade übel die geile Situation. Juhu, Birnen. Echt lecker. Boah. Dann sind die saftig. Boah. Geil. Ja. Direkt vom Baum. Macht gerade das Leben so viel Spaß hier. Weiß nicht. Erster Tag und wieder so richtig. Das Leben ist geil. Diese kleinen angelegten Kanäle hier sind perfekt zum Körperwaschen. Wenigstens Arme, Beine, Hals, Kopf und sowas. Bauch habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Aber ja, das bietet sich gut an. Und jetzt ist gerade meine Drohne abgestürzt. Oh Mann, habe gerade ein bisschen Panik geschoben. Ich wusste, dass bei 10% das Ding runtergeht. Aber zum Glück habe ich wieder gefunden. Da hat mir ein netter Kerl, ein Tadschike, wenn man die hier nennt, über den Fluss rüber geworfen, die Drohne, und jetzt habe ich es wieder. Aber da ging mir ganz kurz zur Düse. Heute haben wir alles geschafft. Grenzübergang, Geld, SIM-Karte, einkaufen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Füchse sehen. Ich habe heute eine Fuchsfamilie unten gesehen. Da sind wir ein bisschen auf der Lauer. Lauft ein bisschen mehr lauig. So hier, genau. Sehr gut. Guten Morgen. Ich glaube, wir sollten wieder mal ab und zu mal am Wetterbericht gucken, Franzi. Hat die Nacht ordentlich gedonnert und geregnet. Und wir haben uns gefragt, ob wir nur das Inzelt aufstellen gestern. Wir sind halt verwöhnt von den wüstigen Gebieten und sowas.
Ja, wo geht's heute hin, Franzi? Weiter? Ja, wohin? Ich weiß es nicht, wohin. Keine Ahnung. Also wir erreichen, denke ich mal, in 4 Tagen oder sowas Duschanbe. Ja, wer wissen wir nicht. Salam alaikum. Salam alaikum. Hey. Salam alaikum. Salam alaikum. Camera, yeah. Thank you. How are you, bro? Hey, Bravi short. Where are you from? From Germany. Germany. Germany, Italy. Italia, Germany. Hi. Wir haben gerade ein paar Jungs getroffen, die haben mir zugeschrieben, can you stop please? Da bin ich stehen geblieben. Und ja, die sind alle gerade im Militärservice, quasi müssen sie 1 Jahr hier machen. Und der hat gesagt, die dürfen kein Handy haben in der Zeit und nicht nach Hause fahren. Also die können ein Jahr lang ihre Familie nicht sehen und können kein Handy haben. Und jetzt haben wir gerade ein Selfie zusammen gemacht, haben wir gesagt, okay, wir senden es ihm auf Instagram. Und dann meint er so, ja, er kann es in 8 Monaten angucken. Das ist ja echt heftig, ne? Ja. 1 Jahr nicht nach Hause kommen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben immer wieder Besuch. Ja, wir haben ständig Besuch. Wenn sie uns sehen, schreien sie alle Hello und kommen hinterher gefahren. Ein paar reden bruchweise Englisch. Ist ganz lustig. Da sind die nächsten. Hello! Hello, hello! Eine Rasselbande. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass auf der Karte jetzt weniger Dörfer kommen und wir müssen jetzt für die Berge einkaufen unbedingt. Hallo, ist das mit dir? Haben die Kinder uns hier zum Shop geführt, zum Magazin. Mal gucken. Sie haben gesagt, es ist der größte hier in der Gegend. Jetzt müssen wir ein bisschen Nahrungsmittel auftanken. Wir fassen es gerade nicht. Wir fassen es gerade echt nicht. Bei der brüllenden Hitze haben wir keinen Baum mehr gefunden. Das ist ein bisschen Wüstenlandschaft hier. Aber ein Lehmhaus. Ein Lehmhütchen. Krass, sieht die meinst du alle immer von innen so aus? Guck mal, das ist echt nur Stroh und Lehm, ne? Ja. Das ist faszinierend. Und das Dach ist so gemacht. Boah. Das kann man in Ruhe Mittagspause machen. Hatte ich mal wieder recht. Warum? Ich will weiterfahren. Echt? Ja. Hey, salam alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Hey. Wieso hat man nicht versteht keine... Nie понимаю. Я говорю английский язык. Спасибо, до свидания. До свидания. Salam. Salam. Smiley. Haka. До свидания. Franzi kommt nicht weg von den Kindern. Wir fassen es gerade echt nicht, wie herzlich eine Nation sein kann. Klein, groß, alt, alle winken, alle sagen Hallo und freuen sich unglaublich, uns zu sehen. Was für ein wunderschönes Land bisher. Das wirklich, das erfüllt das Herz so mit Freude. Wir fühlen uns so wohl hier gleich.
Unglaublich. Hello. Hey, hey, hey. Haho? Farhod? Что? Что? Farhod. Farhod? Farhod. Меня зовут Hans. Hans. Germania? Germani? Hi, nice to meet you. Hello. 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 Alaikum salam. Hello. 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 Kamera. Tag 2 und schon schockverliebt. Also ich muss sagen, jetzt bin ich gerade mal richtig out of energy. Kaum noch Reserven, weil ich krieg gerade so einen Hungerast. Ich habe so Hunger. Ein bisschen zittrig. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Diese Lehmhütten, in die sie wohnen, gell? Verrückt. Und du findest niemanden, der nicht Hallo von Weitem brüllt. Das ist unglaublich. Die freuen sich alle so sehr über uns. Wir fühlen uns gerade so angekommen in dem Land. So schön. Diese Berge. Vielleicht ein bisschen zu nah an der Straße, aber was für ein Schlafplatz. What? Ach du Scheiße. Ist das geil. Und da geht's morgen weiter. Verrückt. Ui, da geht's aber steil runter. Wuhu. So, hier haben wir noch ein aufwendig delikates Nudelgericht. Hier 2 Harzköpfe. Wir sind echt so kochvoll geworden. Haben es echt gerne gemacht am Anfang. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist da passiert? Aber schmeckt es einfach. Was soll man sagen? Ich könnte wirklich heulen vor Freude. Tadschikistan erfüllt so unser Reiseherz. Boah, es bringt gerade alles mit sich, was wir unter der Reise uns erwünscht haben. Es ist so schön, es ist so schön. So, jetzt sind wir gerade hier beim Bäcker. Da ist ein Ofen hier und da klebt ja alles hier an der Seite ran. Zack, kommt das nächste ran. Ziemlich cool. Das ist sowas mit Ziegenfleisch, glauben wir. Das haben wir gestern gegessen. Haben wir jetzt aber keine Lust drauf, weil es ein bisschen fettig ist.
Ich glaube, da hinten ist ganz normales Brot. Das ist echt faszinierend. Jetzt wedelt da noch Luft von unten rein. Also das ist das. Ja, der Qualms oben raus. Er hat mich auch gerade gefragt, ob wir das zu Hause nicht haben. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass wir das Brot nur so reinschieben und nicht irgendwo dran kleben. Bei uns kommt es aus dem Lidl. Ja, ganz cool, weil für die ist es so normal hier, die können sich vielleicht nicht vorstellen, wie wir Brot machen. Alles da. Es ist ziemlich faszinierend hier. Die Landschaft gleicht ja so ein bisschen eine Steinwüste, eine bergige Steinwüste. Und da, wo das Dorf ist, ist so richtig schön oasig. Das sieht richtig schön aus. Oder? Ja! Wir sind ja gerade an so einem Restaurantabteil und wir wollen eigentlich nur Brot kaufen, weil wir echt Hunger haben langsam, Frühstück. Aber die haben nur diese Teigtaschen mit dem Ziegenfleisch drin. Schmeckt so ein bisschen Sehr nach Ziege. gewöhnungsbedürftig, sehr nach Ziege. Aber bleibt nichts anderes übrig, wir müssen es jetzt essen. Ja. Ja, da ist auch viel Speck drin. Speck, Zwiebeln und Fleisch. Vielleicht sind das die Wackelärsche. Ja, da gibt es überall diese Ziegen oder Schafe mit übelsten Wackelärschen. Habe ich nie Die gesehen. hinten so ein Ding draußen, das wackelt die ganze Zeit. Hallo. Also so richtig gut vorankommen tun wir nicht, Ja. weil wir so viele Fotostops hinlegen müssen. Also ich bin einfach wirklich fasziniert und berührt. Und in dieser geilen Landschaft mit diesen tollen Menschen gibt es noch eine perfekte Straße. Ja, ist echt krass. Es gibt kein Schlagloch, es ist alles komplett perfekt. Ja. Das hatten wir zuletzt in Montenegro. Salam alaikum. Jetzt wird mir erstmal die Hand von diesem Baby gereicht. Meine schwitzige Hand, das arme Kind. Jetzt haben wir uns gerade wieder so 5, 6 Knaben aufgehalten und haben jetzt gefragt, wo das Restaurant ist, weil wir haben echt Hunger. Wir würden echt gerne mal so ein bisschen die tadschikische Küche kennenlernen. Und jetzt fahren wir den Guten hinterher.
einer aus der Meute, die uns wieder mit dem Fahrrad begleitet haben, hat gesagt, sein Vater oder so haben wir es halt verstanden, hat ein Restaurant und hat uns jetzt hierher geführt, nachdem wir danach gefragt haben. Richtig schön. Jetzt gibt es wieder Lackmann für mich und Gulasch für den Hans. Endlich mal wieder was Gescheites zu essen und nicht nur Brot und Fertignudeln. Boah, das riecht frisch. Oh, inzwischen liebe ich diesen Dillgeruch. Wir haben jetzt ewig immer Dill gehabt. Das ne? ist Lackmann. Das ist hier in den Isistan-Ländern. Das ist ein Nudelgericht, oder? Ja, genau, mit so einem, Deine Leibspeise. wie auch immer. Das da. Das da. Ich gebe mir mal 10 Sekunden Zeit. Was ist das für ein Gericht? Ja, so lange auch wieder nicht. Aber das ist Gulasch. Das ist deren Definition von Gulasch. Buchweizen, Pommes, Lackmann eigentlich. Ja, Und irgendwo eine Frikadelle. Ich so, oh geil, es gibt Gulasch. Und dann schaut auch lecker aus. Aber wir spielen gerade die ersten Regentropfen. Gar nicht gut. Die ganzen Hänge und sowas. Man sieht immer wieder mal, was passiert, wenn es regnet. Da kommt immer richtig viel Steine auf die Straße. Haben wir jetzt weniger Lust drauf. Hoffentlich hält es noch ein bisschen durch. Aber es tröpfelt schon. Kennt ihr noch, wo ihr klein wart, Buden bauen? Es fängt an. Großen Tropfen, deswegen schlüpfen wir jetzt mal drunter hier. Geht das? Ja, es geht schon. Oh mein Gott, wie sieht das doof aus. Jetzt hoffen wir mal, dass hier keine Steine runterkommen. Und nu? Wo sind die Karten? Eine Runde Mau Mau. Ich hoffe echt, es hört bei Zeiten auf. Wir sind gerade rausgekrabbelt, weil wir gedacht hatten, hey, hat ja aufgehört. Und jetzt kommst du, es treibt auch so viel. Ja, jetzt haben wir von Weitem gesehen, dass eine richtige Wand reingezogen kam. Ja. Ja, oh, so, jetzt schüttet's. Und es regnet rein. Daher kommt's gezogen. Ich werde nass und Franzi ist geschützt. Alles für die Frau. So ein Mist. Naja, gibt Schlimmeres. Könnt ihr auch gewittern. Jetzt wird das Zelt auch noch nass. Oh nein, es läuft voll rein, Franzi. Nein! Voll reingelaufen. Scheiße. Na, was machen wir denn jetzt? Scheiße. Na weh, das ist echt komplett nass hier drin. Wollen wir es raus tun zum Trocknen? Boah, es gewittert so heftig gerade. Aber es scheint auch die Sonne da draußen, ne? Ja, keine Ahnung, was da gerade los ist. Da schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber keine Ahnung, was über uns ist. Wasser auf jeden Fall. So, hilft ja alles nichts. Brech mal auf. Also, mir ist gerade eingefallen, wo schlafen wir denn eigentlich heute? Ich weiß es nicht. Es ist jetzt schon kurz vor 6 und sehr dunkel und nicht so Freundlich. Schlafplatzmöglichkeiten. Naja, ist ziemlich steil hier, ne? Ja, eben. Das fällt mir gerade das erste Mal ein jetzt. Gibt's hier Wasser? Das sind so Käsedinger, oder? Äpfel, Marillen. Border? Nee, Border? Da? Hier?
aus dem Nichts kommt dann auf einmal so ein Markt. Richtig cool. Die ganzen Frauen hier in bunten Kleidern hocken, ne? So süß. Und jetzt füllen wir hier ein bisschen Wasser auf, oder? Ja. Das ist jetzt das letzte Dorf, was es mir anzeigt. Wir wollen versuchen, jetzt irgendwo so ein kleines Häuschen zu finden, wo es was zu essen gibt, um irgendwie unser Nahrungsmittel für morgen früh und morgen Mittag abzudecken. Kann sein, dass noch was kommt, kann aber genauso gut nicht sein. Deswegen, ja, wird schon irgendwo so ein ganz kleines Märklein noch kommen. Okay, Mittagessen für morgens gesichert. Wir lieben diese Klopfdinger da, die sind echt cool. Schauen wir mal, ob wir auf dem Markt auch noch was finden. Skolko? Kolko? Hash dona karochi vai. Godring, du dona nok. Jakte chesnok, dütta banan. Also 6 Gurken, 2-mal Knoblauch, 2-mal Banane und 2-mal Birne sind genau 2 Euro. Ja, auf dem Markt ist immer ziemlich billig. Jetzt waren wir schon fast im Verzweifeln, da haben wir uns in so ein LKW-Gelände reingeschlichen, wo wir ein bisschen Wiese gesehen haben und dann haben die uns zu sich gewunken. Ich denke mal, das ist ein Steinkohlewerk oder sowas. Ja, es ist alles, die ganzen Straßen, so ist alles schwarz und Da haben wir ja einen Premiumplatz jetzt. jetzt haben sie uns den Platz hier angeboten. Ja. Und krass, So schaut es hier aus. Ja, ich denke Steinkohle. jetzt wird noch Abendbrot gegessen, Frisch was wir am vom, Markt gekauft haben. frisch vom Markt. Hier haben wir schon Wasser bekommen, wo wir danach die Dusche dann nehmen können. Das Zelt ist auch aufgestellt. Läuft. Die Fake Nutella am Start. Das Coole ist halt auch wirklich, man weiß, woher es kommt. Ne? Das Obst, Gemüse vom Markt, das Brot wurde vor unseren Augen gerade gebacken und es schmeckt auch echt lecker. Ne? Da ist vermutlich, weiß ich es nicht, aber kein Scheiß drin. So. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es schmeckt und es ist frisch. Gerade eben beim Zähneputzen kam noch jemand vorbei, der hier im LKW schläft. Und hat noch ein Gastgeschenk vorbeigebracht. Äpfel und eine halbe Melone. Und Franzi ist hier gerade irgendwo da hinten. Franzi ist gerade duschen. Ja, ich pack mal die Melone ein irgendwie. Ich leuchte gar nicht zu dir, ich leuchte mein Gesicht. Gute Nacht. Heute steht eine Bergetappe an. Es geht auf 2700, oder? Ja. Und ja, wir hoffen, das heute zu schaffen, weil dann können wir auf dem Berg oben zelten. Das wäre richtig cool. Ein herrlicher Tag. Let's go! Ja, 10 Grad Steigung und ordentlich Gegenwind. Fängt schon mal gut an. Wir sind auf über 2000 Meter. Ich denke mal, wir haben jetzt ein Viertel geschafft. Da unten sind wir los, in dem Tal da. Ja, ist aber nur ein Viertel. Ja, wir haben ja Zeit. Gigantisch. Einfach gigantisch.
Wir haben hier gerade eine Tankstelle gefunden, wo es auch ein Restaurant gibt, zum Glück. Und jetzt gibt es gleich Manti, das sind so Teigtaschen mit also Speck, Zwiebeln oder Fleisch, was es ist. Irgendwie sowas Füllung drin und die schmecken aber richtig gut. Und die werden gedünstet in solche Aluminiumschalen. Ja, das ist auch das Einzige, was die gibt. Und es dauert noch 30 Minuten. Halbe Stunde, jetzt verschieben wir die Pause ein bisschen vor. Aber sieht lecker aus, warten wir gerne. Wir finden es beide so krass, dass die echt noch da drin wohnen, in diesen Hütten. Diesen primitiven Steinhütten. Das gibt's doch gar nicht. Wir dachten irgendwie, es können da irgendwelche Gärten sein, aber wir können es nicht vorstellen. Da guck mal, überall die, wink mal bitte, Franzi. Überall wohnt der drin noch. Das gibt's doch nicht. Wir hatten gerade jemanden, der wollte uns echt das beste Geschenk der Reise bisher geben. So eine, keine Ahnung, 15, 20 Kilo Wassermelone. Also ich so, Alter, was willst du? Dann hat er uns 2 Nektarinen geschenkt. Ein bisschen besser. Aber kommt er mit so einem Ding aus dem Kofferraum raus, denkt so, hier, geschenkt. Alter, wohin? Unsere Pläne haben sich jetzt geändert auch. Da oben ist ein Tunnel. Anscheinend am höchsten Punkt. Ne? Am höchsten Punkt, das heißt, wir können heute nicht ganz oben schlafen. Und da sollen halt wohl irgendwelche Dämpfe, Gase drin sein oder sowas. Oder halt generell gefährlich. Keine Ablüftung halt oder Keine Abluft, genau. Und da haben uns alle geraten, dass wir uns per Anhalter mitnehmen lassen sollen. Das machen wir natürlich auch, wir gehen das kein sinnloses Risiko ein. Ist ja auch grundsätzlich schon gefährlich, durch Tunnel zu fahren. Ja. Aber da oben soll irgendwie die Polizei sein, habe ich gehört. Und die sollen uns helfen. Die können uns irgendwie helfen, keine Ahnung, schauen wir mal. Kommt gerade ein bisschen Alpenfeeling auf. Wird jetzt schön grün. Ja. So ungefähr auf 2600 mittlerweile. Mal gucken, wann der Tunnel kommt. Juhu. Yay! Wir sind oben, 2650. Sind gleich 4-5 Stunden hochgefahren. Da ist der Tunnel. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken. Ja, wir warten jetzt quasi, bis ein LKW kommt. Vielleicht nimmt es einer mit. Ich denke schon, die sind echt saunett. Von wegen ist Polizei oben. Da kommt einer. Orangener. Das sind ja alles so Kohle-LKWs, ne? Ja. Man sieht ja auch überall Kohle rumliegen. Hier, Kohlestück. Ja. Hier sind überall so Kohleadern in den Wänden drin. Hier ist alles Kohleabbaugebiet. Das heißt vermutlich sind die ganzen LKWs voller Kohle. Die runter sind leer und die hoch sind mit Kohle bepackt. Keine Ahnung. Wie wir da unsere Räder drauf kriegen, müssen wir jetzt mal gucken. Fragen kostet nichts. Du bist attraktiv, du stellst dich vorne hin und hältst einen Daumen raus. So machen wir das immer. Ah. Das hat ja schnell geklappt. Das war 7 bei Stunde. Ja. Ah. Der hat uns Räder gerade auf die bloßen Kohlen draufgelegt, oben drauf. Aber es ist nichts passiert. Ja, mein Dix ist ja ein bisschen dreckig. Ah, ja, stimmt. Boah. Ja, eben. Okay. Aber durch diesen Tunnel niemals. Nee. Niemals. Guck mal, was da für Rauch rauskommt. Das ist echt übel. Also kein Licht, kein Abzug, wie ich auch schon gesagt habe. Und ja, auch scheiß Straßen, ehrlich gesagt, oder? Eine Hugelpiste. Es geht da jetzt nur noch bergab eigentlich, mehr oder weniger nach Dushanbe. Das sind noch 73 Kilometer ungefähr. Könnte man eigentlich heute noch schaffen, wenn wir Viecher wären. Wir sind aber keine Viecher. Wir wollen ja irgendwie oben noch schlafen. Schönen Ausblick genießen, dann morgen in aller Ruhe in die Hauptstadt reinfahren. In aller Ruhe ist gut. In aller Ruhe? Wieso nicht? Der Hauptstadt reinfahren ist nie in aller Ruhe. Stimmt auch wieder.
Kurze Schrecksekunde. Das ist der allererste richtige Sturz auf der Reise, ne? Ja. Sieht so noch richtig schön aus im Gesicht. Aber zum Glück nichts passiert, hey. Aufgeschürft hier und hier und hier, aber nicht weiter schlimm. Ja, zum Glück nichts passiert, hey. Die Bremse sah gerade echt komisch aus. Ja, die hat es richtig so nach vorne gebogen gehabt, aber müsste funktionieren. Müsste funktionieren. Was ist hier? Ist aufgegangen? Ein bisschen aufgesplittert hier, oder? Ja. Ein bisschen aufgeplatzt. Ja, lass mal alles morgen in Duschanbe reparieren, wenn irgendwas wäre. Und zum Glück Helm aufgehabt, ne? Und Stirnlampe. Mich hat es auf die Stirnlampe Auf die gelassen. Stirnlampe. Also Helm bringt nichts, Stirnlampe immer anziehen. Ja. Also ich weiß, wir sind ja nicht die vorbildlichsten mit Helm und sowas, aber runter zu und auf solchen Straßen ziehen wir natürlich sowas auf, ganz klar. Ja. Wir sind mal froh, dass wir die Dinger dabei haben. Ja. Ja. Kurzer Schock, aber jetzt kann es weitergehen. Ja. Hier haben wir echt ein traumhaftes Plätzchen gefunden. Hier bleiben wir jetzt mal ein bisschen. Und auch die Straße heute den ganzen Tag und die letzten Tage, wir dachten, das ist eine Überbrückungszeit nach Duschanbe. Aber es war so schön, es war eigentlich die schönste Straße, die wir gefahren sind, oder? Wir schalten auf jeden Fall jetzt die Kamera mal ab. Die Zeit ist für uns, die genießen wir jetzt einfach. Ja, morgen rollen wir einfach nur noch irgendwie nach Duschanbe rein. Da wird auch nicht mehr viel passieren. Wenn ihr denkt, das war's schon mit Tadschikistan, alter Schwede, da kommen noch so krasse Sachen. Wir haben einen richtig wilden Plan vor, da könnt ihr euch echt drauf freuen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung, sei es eure Spenden, eure Kommentare, die wir so gern durchlesen. Jeder Daumen nach oben, jeder Abo auf YouTube, Instagram, sei es sonst wo. Uns freut es einfach nur, dass wir das machen können gerade und an solchen Orten kommt nur diese Dankbarkeit und Ja. wir lieben es, was wir gerade machen. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.